In den letzten Monaten hat es einen signifikanten Anstieg von Bankomatsprengungen in Österreich gegeben. Während es 2024 nur 13 Sprengungen waren, sind wir jetzt im Jahr 2025 bereits bei 17 Sprengungen. Und die meist internationalen Tätergruppen agieren zunehmend rücksichtsloser und verwenden auch meistens Festsprengstoff. Also speziell durch die Angriffe mit Festsprengstoff entstehen erhebliche Sachschäden, aber es ist auch ein erhebliches Risiko für Personen und die Einrichtungen selbst. Und deswegen wird auch das wahrgenommene Sicherheitsgefühl von den Personen, die speziell am Abend oder in der Nacht das Foyer betreten, wird schon etwas mulmiger. Wir empfehlen ein Sicherheitskonzept. Wesentlich dabei ist es, glaube ich, dass es sich nicht nur um Einzelmaßnahmen handelt, wenn ich jetzt ein Bedrohungsbild habe, dass ich dafür genau eine Lösung mache, sondern dass es ein gesamtheitliches Konzept ist. Das heißt, verschiedene Aspekte einfach berücksichtige und damit eine gesamte Lösung baue. Schritte eines Sicherheitskonzepts sind einmal erstens einen Angriff frühzeitig zu erkennen. Also wie kann ich das feststellen und damit frühzeitig auch eine Alarmierung oder Einleitung von speziellen Sicherheitsmaßnahmen zu machen. Klassische Sicherheitsvorrichtungen sind einerseits Vernebelungssysteme, andererseits auch physische Barrieren, also Rolltore oder Rollgitter, die dann vor den Automaten heruntergelassen werden. Ist natürlich immer eine Frage, ist das baulich umsetzbar? Und ganz klassisch ist natürlich auch eine Alarmierung, entweder Alarmsirene oder Stroboskoplichter, die vor Ort sind, bis hin zu einer stillen Alarmierung von der Polizei. Das Zweite ist natürlich den Angreifern so schwer wie möglich zu machen, dass sie an die Beute kommen. Das heißt, physische Barrieren zu haben und auch die Zeit zu verlängern, die sie brauchen, um dorthin zu kommen. Und das Dritte ist natürlich auch eine Möglichkeit, einfach die Beute unattraktiv zu machen. Das heißt zum Beispiel Einsatz von Färbesystemen, mit denen die Noten dann unbrauchbar werden und auch die Gefahr, dass sie die Angreifer entdeckt werden, damit erhöht. Um potenziellen Bedrohungsszenarien im SB-Bereich wirksam zu begegnen, hat Keber das KI-Assistenzsystem KEBOB entwickelt. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal vom KEBOB ist, dass er auf die Prozesse bestens abgestimmt ist innerhalb einer Bankfiliale und sich somit in das Sicherheitskonzept entsprechend integriert. Und durch seine aktive Präsenz kann er auch abschreckend wirken. KEBOB reagiert auf Gefahren bei Türeintritt und kann Alarm auslösen. Speziell zu dem Thema Sicherheit und Schutz gegen Angriffe geht es einfach darum, verdächtiges Verhalten bzw. potenzielle Angreifer frühzeitig zu erkennen und dann Alarm auslösen zu können und auch Sicherheitsvorrichtungen zu aktivieren. Keber war schon immer ein Vorreiter, wenn es um das Thema Sicherheit geht. Speziell im Bereich Bank arbeiten wir sowohl mit physischer Sicherheit, das heißt, die Automaten selbst werden einbruchs- und sprengsicher gebaut. Wir arbeiten aber auch mit Färbekassetten. Wir haben eine ganze Roadmap an Funktionalitäten, die wir noch andenken. Das Schöne am KEBOB ist, dass das Ganze über Software-Updates einfach over the air passieren kann. Das heißt, das System wird laufend up-to-date gehalten mit den neuesten Funktionen und kann entsprechend erweitert werden und ist entsprechend flexibel.